Hallo meine Lieben, das heutige Projekt ist ein kleines Nähprojekt und zwar wollte ich euch zeigen, wie ihr selber ganz einfach Handytaschen zum Umhängen nähen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für dieses Projekt habe ich euch das Wichtigste schon mal auf dem Tisch. Fangen wir mal an mit dem Außenstoff. Da habe ich einmal aus Kunstleder 22 cm in der Breite, 16 cm in der Höhe. Und das wird dann ergänzt mit 2 mal 22 cm in der Breite auch wieder, 16,5 cm in der Höhe, das eben zweimal. Das gibt unsere Außentasche. Dann für die Innentasche habe ich ein bisschen was Spielerisches genommen, weil das außen Uni ist. Da habe ich einen Stoff, der ist 22 cm mal 41 cm in der Länge. Das ist nur einmal. Und dann oben für die Blende 2 mal 22 cm mal 4 cm. Dann für das Gurtband habe ich vom Canvas-Stoff, wo ich auch den Außenstoff habe ich zugeschnitten 6 cm mal 1,45 Meter. Dann, um die beiden Ringe anzubringen, in diesem Fall nicht Ringe, sondern Quadrate anzubringen, da habe ich 2 mal 6 cm mal 6 cm. Dann habe ich einen Reißverschluss 20 cm und Flieseline 2 mal 43 cm mal 20 cm. Und dann für das Gurtband habe ich 4 cm mal 1,30. Das müsst ihr auch nicht an einem Stück schneiden. Ich habe hier 2 mal 50er Streifen und 31er. Geht auch so. Als erstes kümmere ich mich um die Außentasche. Da legt ihr rechts auf rechts und macht das fest. Und zwar einmal so und einmal auf der Seite. So dass diese beiden Teile hier dran hängen. So werde ich das nachher abnähen mit 1 cm Nahtzugabe, am Anfang verriegeln, runternähen, am Ende verriegeln, auf beiden Seiten. Dann klappe ich es auf und nähe entlang der Naht knappkantig auch nochmal runter, auch auf beiden Seiten. Die Nahtzugabe klappe ich hier hoch. Das ist eine. Dann beim Innenteil arbeite ich den Reißverschluss gleich mit ein. Den lege ich schön mittig hin, dass er auf beiden Seiten denselben Abstand zum Ende hin hat. Dann mache ich den hier kurz provisorisch mit 3 Nadeln fest, damit der schön sitzt. Dann kommt die Blende oben drauf auch rechts auf rechts. Einfach so, dass der Reißverschluss schön zwischen den beiden Lagen liegt. Es geht einfacher, wenn ihr das einfach einmal näht. Wenn ihr gegen das Ende kommt, könnt ihr das Füßchen wieder nach vorne schieben, damit euch das nicht im Weg ist. Das nähe ich natürlich mit dem Reißverschlussfüßchen, fange hier vorne an, nähe dann hier den Reißverschluss entlang. Dann klappe ich es auf und nähe auch knappkantig dieser Naht entlang das nochmal ab. Und dann mache ich genau dasselbe auf der anderen Seite. Das heißt, ich gehe dann hier hoch auf die andere Seite und klemme da auch den Reißverschluss zwischen die Blende und mache das genau gleich wie auf der Seite. Abstecken, abnähen, hochklappen und die Kante nochmal abnähen. Making our Christmas memories. I've been working
working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, oh, oh. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier jetzt das Außenteil haben, was schön zusammengenäht ist und die Naht hier auch nochmal abgenäht ist auf beiden Seiten. Dann haben wir hier dieses Element, wo ihr, der Reißverschluss guckt jetzt nach außen. Innen drinne haben wir den Innenstoff. Hier oben haben wir die Blende drauf. Auch nochmal abgenäht. Es ist immer ein bisschen schwierig beim Canvas gerade zu nähen für diese Sachen hier, nämlich das Teflonfüßchen, aber den Reißverschlussfuß habe ich nicht als Teflonfuß. Ich habe vergessen, manchmal hilft es, wenn man unten an den Fuß ein Washi-Tape quasi dran macht, dass das auch ein bisschen besser rutscht. Von dem her könnt ihr das bei euch ausprobieren. Bei mir ist es jetzt zu spät. Gut, jetzt kümmern wir uns um die Flieselinien. Zuerst einmal kommt hier Flieseline drauf und da muss ich mich noch kurz korrigieren. Ich habe gesagt zweimal dieser Länge, aber die brauchen wir nur einmal. Für dieses Teil hier brauchen wir nämlich nur 36 cm in der Länge. Und hier der Tipp auch für euch, ihr könnt, bevor ihr das zusammennäht, die Flieseline hier drauf bringen. Ich werde es jetzt halt so machen, dass ich Stück für Stück, also ich mache das hier drauf und dann gehe ich einfach Stück für Stück und bringe die hier auf, so dass sie ringsherum auf dem Stoff drauf ist. Macht euch das Leben einfacher, bringt sie drauf, solange ihr noch nicht genäht habt. Eben dieses Stück 36 cm mal 20, ne? Dann am Anfang habe ich euch vergessen zu sagen, für die 6 x 6 cm Ecken brauchen wir auch noch Flieseline, und zwar ist die 4 cm x 6 cm. Die werde ich so aufbringen. Und dann auch für das ganze Band, da werden wir auch die ganze Flieseline jetzt draufbringen, einfach schön in der Mitte des Bandes. Und das alles mache ich kurz. So, bei mir ist jetzt überall die Flieseline drauf und da könnt ihr jetzt bei den kleinen hier das Ganze einfach da umlegen, auf beiden Seiten. Und dann in der Hälfte nochmal. Und dann die kurz feststecken.
Und die näht ihr dann schön knappkantig hier entlang, am Anfang und am Ende verriegeln, das mit beiden Stücken. Dann das Gurtband. Ihr habt gesehen, die Flieseline ist natürlich kürzer als das ganze Gurtband. Das habe ich gemacht, weil wir am Schluss hier das ein paar Mal aufeinander legen und da wollte ich nicht zu viel, da wollte ich nicht, dass es zu stark ist. Und ich mache es dann jeweils einfach so, dass ich habe ja zweimal 50 cm und einmal 30 cm, dann habe ich das 30 cm Stück genommen, in der Hälfte eine Markierung gemacht und dann in der Hälfte von diesem Band eine Markierung gemacht und quasi in der Mitte angefangen, die Flieseline aufzutragen und habe mich dann nach außen gearbeitet, so dass an beiden Enden dann hier der gleich lang ist, wo keine Flieseline drauf ist. So, dann könnt ihr hingehen und wenn ihr Stoff habt, dann könnt ihr den umbügeln. Hier beim Canvas ist es ein bisschen schwierig. Da lege ich jetzt einfach auf beiden Seiten diesen 1 cm um, lege das aufeinander und so stecke ich das fest. Und zwar die ganze Länge. Und so könnt ihr das dann auch abnähen. Natürlich da auf der Seite, wo die Öffnung ist, näht ihr das einfach knappkantig ab. Von ganz am Anfang bis zum Schluss hin, am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen. Dann haben wir diese beiden Stücke. Da nehme ich kurz das hier und lege schön da, wo der Übergang ist. Das lege ich schön aufeinander und stecke das fest. Bei diesem Stück hier muss ich noch ein bisschen korrigieren. Ich mache das immer extra ein bisschen länger, weil ich nicht weiß, wie dann das Resultat hier mit dem Reißverschluss, wie lange das wirklich dann auch wird. Aber wenn ich die jetzt ineinander legen würde, dann wäre das hier massiv kürzer oder wesentlich kürzer als der äußere Beutel. Und ich lege das hier drauf, gehe hier so einen halben Zentimeter hoch. Und dann gucke ich, wo ich hier zu liegen komme und ich merke, dass ich hier 1 Zentimeter länger bin als beim Innenbeutel. Und deshalb schneide ich hier oben 1 Zentimeter noch ab. Dann passt das von der Größe auch wieder aufeinander. So, jetzt hier den Beutel. Machen wir auf beiden Seiten auch. Stecken wir das zusammen. Und den nähen wir jetzt von hier oben, verriegeln, runternähen, verriegeln, auf der Seite auch, anfangen, verriegeln, runternähen, verriegeln mit 1 cm Nahtzugabe auf beiden Seiten. Und hier brauchen wir eine kleine Wendeöffnung, um die Tasche nachher zu wenden. Ich mache da 10 cm. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody. Und das nähe ich so, dass ich hier oben anfange, verriegle, dann nähe ich hier drüber und hier drin ist ja der Reißverschluss da wirklich, ich würde da wirklich nur mit dem Rad drehen, also von Hand quasi nähen. Und dann geht ihr hier bis zur Wendeöffnung, verriegelt ihr wieder, dann fangt ihr hier an, verriegeln, runternähen, verriegeln, alles auch mit 1 cm Nahtzugabe und dann hier drüben dasselbe, das heißt, ihr fangt quasi hier oben an, verriegeln, alles runternähen und hier unten verriegeln. Da haben wir logischerweise keine Öffnung, sondern nur auf der Seite. Und die 3, 4 Sachen nähe ich jetzt kurz. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chill. Isn't this how it
days. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you. You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I am with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Hey. So, dann haben wir das auch schon zusammengenäht und jetzt kümmern wir uns noch um die Ecken. Dann mache ich hier oben kurz eine Nadel an der Kante rein zur Orientierung. Weil ich falte jetzt die Taschen auseinander und jetzt spüre ich, wo diese Naht hier auf die Nadel trifft. So weiß ich, dass ich schön gerade bin. Und da mache ich bei 1 Zentimeter eine Markierung, weil genau so werden wir hier schön gerade drüber nähen. Das einerseits beim Außenbeutel und dasselbe mache ich auch noch beim Innenbeutel. Songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you. Was wir auch noch gleich machen können, wenn ihr D-Ringe habt, dann sind es die D-Ringe. Ich habe hier so Quadrate. Die werde ich hier knappkantig einmal abnähen, damit ich das schon mal so habe, dass das haftet. Und dasselbe mit dem anderen. Das heißt, hier nähe ich auch einmal drüber. Und bei den beiden Beuteln, einfach da, wo ihr es angezeichnet habt, einmal drüber nähen. Ich gehe gleich einmal vor und zurück und das eben auf allen 4 Seiten. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Dann haben wir die Teile schon zusammen und hier die Ecken. Und da könnt ihr den Überstand auch noch abschneiden. So einen halben Zentimeter. So, und dann können wir den Außenbeutel wenden.
Seht ihr schon mal, wie die Tasche aussehen wird. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, aber das kriegen wir hin. Den Reißverschluss ganz aufmachen, dann stülpt ihr die Außentasche in die Innentasche, so dass rechts auf rechts liegt. Und dann könnt ihr hier das schön aufeinander bringen. Das heißt, ich fange immer an den Seiten an und zusätzlich muss hier das nach unten guckend da auch noch dazwischen. Das heißt, ihr habt jetzt die Schlaufe hier im Sandwich drin. Wenn es euch einfacher geht, könnt ihr das auch zuerst kurz an den Außenbeutel annähen. So, das ist die erste Seite, dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann den Rest auch noch schön Kante auf Kante legen, so dass es alles ringsherum schön Kante auf Kante liegt, und genauso nähen wir das jetzt ab. Das heißt, mit einem, oder ihr könnt es Nähfüßchen Breite machen, hier einfach entlang nähen, einmal ringsherum, und hier, wo die Henkel sind, gehe ich so 3-4 Mal vor und zurück, damit das wirklich gut hält. War jetzt zugegeben ein bisschen tricky, aber einfach vorsichtig jeweils, ne? Gerade hier, wo ihr die Ringe drin habt. Jetzt haben wir ja hier eine Wendeöffnung. Da können wir die Tasche durchwenden. Und bevor wir das jetzt noch komplett reinstülpen, müssen wir hier noch die Wendeöffnung schließen. Da nähe ich ganz einfach knappkantig einmal drüber. Und wenn ihr das genäht habt, dann könnt ihr auch gleich hier das Gurtband nehmen, hier einmal umlegen, machen wir es so, dass ich da wirklich genug Material habe. Und so nähe ich dann einmal hier oben drüber und da hier unten einmal drüber, so dass das dann schön eingeklemmt ist, und das natürlich auf beiden Seiten, aber darauf achten, dass ihr das Gurtband dann nicht verdreht, ne? Wenn ihr es auf der anderen Seite macht. Und wenn ihr das Ganze fertig genäht habt, dann würde es in etwa so aussehen, dass hier eben das Gurtband dran ist. Jetzt halt nicht verstellbar, ihr könnt es natürlich auch verstellbar machen. Was ich gemacht habe, ich habe oben nicht abgenäht. Ich finde, es liegt schon so eigentlich relativ gut, geht auch ein bisschen einfacher mit dem Reißverschluss. Was ich aber gemacht habe, ist auf den Seiten das hier
wo es dran hängt, einfach 2-3 Mal hin und her genäht, so dass das wirklich gut sitzt. Jetzt wäre es ja nicht meins, ne, wenn da nicht noch irgendetwas draufkommen würde, und da habe ich schon was ausgeplottet. Und zwar habe ich hier Wundertüte in Schwarz ausgeplottet. Das ist ganz einfach ein Schriftzug Hello Austin, wo ich das geschrieben habe, aus Flexfolie ausgeplottet habe, natürlich gespiegelt. Und das bringe ich jetzt mit der Mini Heat Press kurz drauf. In the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know. Und so ist es auch schon drauf. Ihr merkt es auch, wenn ihr in der Flexfolie die Struktur von eurem Stoff, hier bei mir ist es Canvas, den sehe ich relativ gut. Wenn ich den sehe, dann ist es in der Regel schon gut drauf. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Diese kleine Tüte, und da hat auch ein bisschen mehr Platz drin als jetzt nur das Handy. Innen drin mit einem Reißverschluss. Wenn euch das zu knifflig ist, um das zu nähen, könnt ihr das auch machen, dass ihr hier die beiden Teile, das heißt die Blende und den Innenstoff, zusammennäht, so wie wir das hier gemacht haben, und den Reißverschluss weglasst und hier oben zum Beispiel einfach Druckknöpfe drauf macht. Auch das ist eine Variante, oder ihr könntet auch eine Lasche einnähen und das dann quasi hier vorne einen Druckknopf machen, auch das geht, ne? Je nachdem, wie euch das am besten passt. Das Ganze war ein bisschen knifflig zu nähen, gerade der Bereich hier oben. Ich hatte den Fehler bei mir, dass dieser Ring hier, als der drin war und ich hier das zusammengenäht hatte, die Kante, ist mir eine Nadel gebrochen, weil der zu weit oben war und der Nadel im Weg war. Das heißt, hier, wenn ihr das näht, ne, als es noch gewendet war, wirklich gucken, dass solche Sachen wie D-Ringe, also die ganzen Metallteile, wirklich schön innen drin sind, dass ihr da nicht Gefahr lauft, mit der Nadel drauf zu gehen. Es empfiehlt sich immer an solchen Stellen halt einfach mit dem Handrad das Ganze zu drehen und zu nähen. Aber das war eigentlich schon das ganze Projekt. Eine kleine Tasche mit einer schönen Unterteilung mit Kunstleder, Canvasstoff, innen drin Baumwolle, einen Reißverschluss, hier einer kleinen Blende, hier mit D-Ringen, Gurtband, was wir selber gemacht haben, und dann vorne noch einen coolen Spruch drauf, und da drin der Platz hat eben nicht nur ein Handy, sondern da passen dann auch noch Papiernasstücher, Maske, ne? Solche Sachen passt dann trotzdem rein, aber es hat nicht so eine Dicke, also das könntet ihr sogar unter der Jacke tragen, ne? Und eben Varianten könnt es auch ein bisschen anders machen, wenn ihr das nicht mit einem Reißverschluss machen wollt. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzunähen. Und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!